Herzlich willkommen auf dem Kanal von MTB News. Ich bin der Gregor und neben mir sitzt, ihr habt es schon erkannt, der Henry Kiefer, genau. Amtierender deutscher Meister. Herzlich willkommen erstmal, Henry. Ja, auf jeden Fall freut mich sehr. Genau, wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten, einmal über deine Karriere und bisher und natürlich auch so ein bisschen über das Rad hinter uns. Genau. Das jetzt ja neu auf den Markt gekommen ist. Und ich sage, wir fangen gleich mal an. Und ich habe mir gedacht, Henry, du warst so ein bisschen, so wie ich mich erinnern kann, vielleicht so der erste so Kinder-Mountainbike-Star in Deutschland. Ah, ja? Ich weiß nicht, ob man jetzt Star sagen kann, aber so okay. Das erste, warst du schon ganz schön jung, als du bei den Young Guns warst, oder wie alt warst du da? Oh, wie alt war ich da? Das ist eine gute Frage. 15 hätte ich jetzt mal so gesagt. Echt? 14. Ah, okay. Aber ja, ich glaube reinkommen ins Team war ich so 13. Ja, genau. Also so ja, in der U13. Genau. Sogar 12 vielleicht. Ich würde sagen, du warst so 12 ja, wahrscheinlich. Ich kann mich gerade gar nicht so richtig erinnern. Du warst schon ganz schön jung und da haben schon immer viele, ich bin auch noch Rennen gefahren, immer viele gesagt, Mensch, hier, da kommt so ein Kind, der wird mal was quasi. Und deswegen habe ich gedacht, wir fangen mal ganz früh an. Wie bist denn du zum Radfahren gekommen eigentlich? Random. Und, ja, also ich und mein Bruder und mein Vater. Ja. Unser Vater hat es halt gezeigt. Wir sind einfach durch den Wald gefahren mit so ein paar Hardtails und hat halt dann Bock gemacht. Dann haben wir immer so ein paar Touren gemacht und irgendwann haben wir halt gesagt, okay, gehen wir auf die nächstgelegene Strecke bei uns in der Nähe. Und so fing das an. Und dann immer Step by Step, ne? Ja. Also kam man rein. Mega cool. Weil uns halt einfach langweilig war, ne? Ja, ja. Das verstehe ich. So. Jetzt das als Kind. Genau, du hast schon gesagt, du warst schon so relativ jung, so ein bisschen bekannt, wurdest da vielleicht auch schon relativ früh gehandelt als einer, der mal auf der Weltbühne was reißen könnte. Hast du das so mitbekommen als Kind? Nee. Gar nicht? Nee, kann ich dir gar nicht so sagen. Also nee, hätte ich jetzt nicht gesagt. Also nee. Okay. Was soll ich sagen? Ist interessant, ja, nee, ist spannend. Also ich wusste, ich bin gut unterwegs natürlich. Ne? Ja. Ich habe ja da im Rookies Cup ein paar Siege eingefahren und habe, sage ich jetzt mal, dominiert. Ja? Sage ich jetzt mal. Ja. Und ja, aber habe nie jetzt so gedacht, ey, ich bin der Star. Weißt du? Okay, aber war das schon so immer dein Traum, Downhill-Profi zu werden? Also ja, safe. Hast schon safe. früh ins Auge gefasst, dass du das schaffen willst? Habe ich mir sogar in so ein kleines Buch geschrieben. Vor 10 Jahren, also da habe ich sogar ein Datum geschrieben, da habe ich so ein kleines Tagebuch immer geführt, habe ich letztens noch mal gelesen. Okay. Ja, das war vor 10 Jahren, 2015. Okay. Und da habe ich geschrieben, ich will mal Downhill Pro werden. Und dann habe ich es jetzt gelesen und dachte, wow, okay. Hast es geschafft? Ja. Ja, mega cool, wirklich. Eine andere Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist von dir, du hast ja auch so, wie alt warst du da, 13 oder so, als du dich in Willingen, hast du dir die Hüfte gebrochen, ja, oder? Genau, ausgekugelt. Ausgekugelt und das ganz selten. Ja. Gerade bei einem Kind haben die gesagt. Ja, genau. Das war schon eine heftige Verletzung. Genau, ja. Aber habe ich gut überstanden. Ja. Anfangs hieß dann auch erst, dass so ein kleines Stück abgebrochen wäre vom Becken, was aber dann doch nicht war und ist gut verheilt. Also ich habe jetzt auch gar keine Beschwerden mehr danach. Okay. Also ging gut. Und das hat dich jetzt auch mental nie irgendwie weggebracht? Nee, weil man auch so jung war irgendwie. Ich glaube, da nimmt man das nochmal ganz anders her. Okay. Da ging einfach Zeit drüber und dann... Okay. Wie siehst du das jetzt so? Mir ist es vor allem jetzt nochmal durch die Hardline und so aufgefallen, dass es teilweise dann doch recht schwere Verletzungen gibt, die so ein bisschen von den Fahrern abgetan werden, als wäre es nicht so schlimm. Ist dir das auch aufgefallen? Wie findest du diesen Umgang? Ja, habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich habe mal von einem Fahrer, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht den Namen vielleicht sagen, aber da habe ich auch gedacht, okay, muss man jetzt nicht so klein machen, weil das waren schon heftigere Verletzungen und ja, auch so ein paar Sachen, die er versucht hat, wo ich mir gedacht habe, okay, komm, aber ja, gehört dazu irgendwie auch und ich meine, jetzt so ein großes Ding daraus zu machen, also dann auch die Verletzung so super groß zu reden, also ja okay, bei so schweren Verletzungen, schwieriges Thema. Schwieriges Thema, ja. Aber du willst einfach, wenn es einen sinnvollen Umgang muss man haben. Also wenn es jetzt, sage ich mal, so ein Klassiker ist wie ein Schlüsselbeinbruch, aber das hast du jetzt nicht gefragt, aber sage ich jetzt mal, dann braucht man das nicht so groß zu reden. Das ist eine Verletzung und meiner Meinung nach, umso weniger du darüber sprichst und du gar nicht so drüber nachdenkst, umso besser. Vielleicht kommst du auch drüber hinweg. Ja. Aber jetzt bei so schweren Verletzungen, ja, muss man auch schon so... Muss man ernst nehmen. Ja, genau. Also auch so dann
irgendwo eine Grenze auch dann. Ja. Keine Ahnung, ist schwer. Ja, Kann ich ganz verstehe ich. gut. Anderes Thema, mir ist aufgefallen, du hast ganz schön zugelegt in den letzten Jahren. Ja. Hast du viel Training? Ja, schon. Macht mir auch irgendwie Bock, beziehungsweise brauche ich, einfach um mich gut zu fühlen, um mich, ist so ein Sicherheitsgefühl, was ich habe. Ja, okay, dann also spielt da auch fühle schon ich mich mit rein. vorbereitet. Ja. Ja. Ich bin jetzt dieses Jahr mehr Fahrrad gefahren, also habe mehr Fokus darauf gelegt, viel Bike-Time zu haben. Und klappt gut, also ich habe mich noch nie so gut gefühlt auf dem Fahrrad. Und Mega cool. Genau. Cool. Aber Wann hast du dann angefangen, so Krafttraining und sowas zu machen? Krafttraining eigentlich relativ früh, würde ich sagen. Das ging dann immer so Step by Step, Jahr für Jahr mehr und mehr oder effizienter, sagen wir mal. Ne? Ab einem gewissen Punkt geht ja nicht mehr, sondern machst du effizienteres Training. Du weißt einfach, du lernst über die Jahre, was dir am besten liegt und was dir gefällt. Ne? Wann ich damit angefangen habe, ich sag jetzt mal so erstes Jahr U17. Okay. Ja, aber so ein bisschen. Also halt, mit 15 so ungefähr? Ja. Okay. Aber so ein bisschen halt, ne? Und würdest du auch empfehlen, anderen aufstrebenden Downhill-Talenten quasi? Ja, auf jeden Fall, gehört dazu. Also Talent ist eine Sache, aber eigentlich ist Hard Work so das meiste, also wirklich. Cool. Was machst du noch? Also machst du noch andere Dinge als Ausgleich neben dem Downhill-Fahren? Ne. Also, also ich war jetzt zum Beispiel, also es ist meine Welt, das ist geil, das ist mein Lifestyle, ich liebe den. Ja. Und da brauche ich nichts anderes eigentlich zum Ausgleich wirklich. Ich war jetzt in Portugal zum Beispiel zum Trainieren. Und wenn dann da Zeit war, dann gehe ich surfen. Ja. Das macht mir Bock, finde ich geil, Ja. den Sport. Aber sonst jetzt so zu Hause nichts wirklich. Also ich finde, da ist auch keine Zeit dann mehr. Ja. Also so meine Beschäftigung ist den ganzen Tag zum Fahrradfahren und besser werden und so ein Kram. Ne? Cool, ja, verstehe ich. Wie sieht so ein typischer Trainingstag bei dir aus? Auf jeden Fall immer unterschiedlich. Wenn ich jetzt einen nehmen würde, ist schwer zu sagen. Also es gibt Tage, da bin ich im Gym. Ja. Ich sage jetzt mal so einen Tag, ich würde ins Gym gehen bei mir zu Hause, würde da am Morgen trainieren, dann nach Hause gehen, essen, kurz chillen und dann eine gute Runde E-Bike fahren. Mit einem Kollege oder auch nicht. Ja, so. Cool. Und halt Wochenends Downhill, wenn es geht. Bei mir zu Hause ist halt schwierig, so mit dem Downhill zu trainieren, so richtig. Ja. Deswegen versuche ich halt auch immer viel unterwegs zu sein. Ja. Bisschen Rennrad, Gym-Sessions. Okay. Viel E-Bike eigentlich. Ja. Ja, viel E-Bike, Laps reinkriegen. Ja. Dieses Jahr auch viel mit Zeiten gemacht, also mit Freelap gearbeitet, um einfach sich dran gewöhnen. Ja. Einfach auf Zeit zu fahren. Ja. Ist immer ein anderes Ding. Von den Gefühlen her. Wenn du oben stehst und du weißt, okay, du fährst auf Zeit, ist einfach anders. Ja. Deswegen. Ja. Verstehe ich absolut. Kommen wir vielleicht mal ein bisschen zu deiner Rennkarriere. Du hast schon gesagt, im Rookies Cup hast du ziemlich dominiert, dann bist du in den Weltcup eingestiegen als Junior und warst eigentlich auch sofort ab dem ersten Rennen ziemlich weit vorne dabei. Genau. Also ziemlich lange gedauert, dass du mal ganz oben standest, eigentlich bis zum Schluss. Du warst immer super knapp dabei. Was meinst du, woran hat es gelegen damals? Schwierig, also ich kam ja in den Weltcup rein und dann war Lot mein erster Weltcup. Auch bis jetzt meine Lieblingsstrecke tatsächlich. Echt, fand ich am geilsten, ja. Okay. Und da wurde ich direkt Top 5, also wurde ich Fünfter. Ja, dann war meine erste Juniorensaison so in dem Bereich, jetzt nie im Podium gefahren oder auch, aber so Top 5, Top 10 sagen wir mal, ja. Zweite Jahr fing dann direkt gut an in Lenzerheide, dann wurde ich in der Quali Erster und habe dann einfach verkackt, weil ich zu viel Gas gegeben habe, ne? Also das heißt zu viel, aber so, einfach am Limit gefahren und dann eine Sektion, die war halt zu viel. Ja. Und dann bin ich halt aus der Strecke. Ja. Bin aber dann noch solide, meiner Meinung nach, runtergefahren danach und wurde dann Vierter. Und Leogang genauso, dann wurde ich auch wieder Erster in der Quali, aber dann hat es davor geregnet. Und es ist schwierig zu sagen, immer so, manchmal war es meine Schuld, manchmal würde ich sagen, so ein bisschen Pech gehabt. Ja. Aber dann so, dann war World Champ da und was lief da anders an dem Tag? Muss man mal sagen, Fort William ist er Junioren-Weltmeister geworden. Ja. 2023, 2023, genau. Was da anders lief, eigentlich nichts. Ich kam mit einem guten Mindset rein. Also ich hatte mich immer da siegen sehen schon vorher. Also visuell immer die Bilder im Kopf gehabt. Und
einfach mein Ding gemacht, so wie immer. Und Okay. dann abgeliefert, dann hat es geklappt. Ne? Okay. Und ich glaube auch durchs ganze Training, also über den Winter, also genau, habe ich habe ja unten den letzten Teil, also Bodikun war ja am runterkommen, ne? Ja. Und er war ja in den ersten 2 Splits, ne, im dritten, das laber ich ja. Aber dann kam der vierte und der vierte war ja unten auf dem Auf dem Motorway? Genau, auf dem Motorway. Und da musste ja sprinten nochmal nach 4 Minuten, ne? Ja. Nochmal gut Gas geben. Und da habe ich ihn halt ja dann die Zeit nochmal geholt. Meinst du, war das Training aus dem Ja, Krass. glaube ich schon. Geil. Also so den Sprint nochmal hinzulegen, so den Speed mitzunehmen. Ja. Ja. Cool. Na, mega geil auf jeden Fall. Würdest du, wenn du nochmal Weltmeister wirst, dein WM-Trikot immer tragen? Weil ich erinnere mich, das war ein großes Thema, Ja, der nächste Weltcup war und du hast im Training nicht angehabt und dann hast du dir die Hand gebrochen, glaube ich, oder? Genau. Und dann aber- hast du quasi kein einziges Mal in Genau. einem Rennen dein WM-Trikot getragen, oder? Ja, sehr schade. Zu der Zeit dachte ich einfach, man macht das so. Also ich wusste gar nicht, dass man das Jersey eigentlich sogar im Training fahren darf. Als Junior im 2. Jahr wurde mir gesagt, musst du es immer fahren, weil du ja quasi nur dieses eine Rennen... Ah ja? Ja, Nee, also ich dachte immer, ja, das ist für die Quali, für den Rennlauf. ja, Und sonst fährst du dein normales Jersey. ja. Hätte ich es so gewusst oder beziehungsweise ja, dann hätte ich auf jeden Fall einmal gefahren. Safe, ja. So ein geiles Actionbild von Boris gehabt. Ja, im Trikot. Wäre mit dem schon was. Bike und so, ne? Hat ja, Ja. Canyon ein geiles Bike abgeliefert. Stimmt. War ja eine Überraschung. Ja. Bin dann nach Koblenz gefahren Cool, und dann haben wir den Rahmen übergeben und dann Ja. dachte ich so, fuck ja, Mann. Geil, ja. richtig cool. Ja, letztes Jahr stand der Wechsel in die Elite an. Warst du da ein bisschen nervös? Weil ich meine, mittlerweile ist es schon nochmal krass. Die Juniorenklasse ist schon sehr umkämpft, aber es kommen jedes Jahr richtig schnelle Ja, junge Fahrer wieder hoch. Deswegen ist es nicht mehr so selbstverständlich, dass man nach vorne ja, mitfahren ja, kann. Ja, also ich muss sagen, jetzt so rückblickend aufs erste Jahr ist auf jeden Fall ein Struggle. Also man lernt viel. Ich bin auch letztes Jahr durch echt so wirklich so Rennen für Rennen, Höhen und Tiefen gegangen. Bin dann gut reingekommen, Fort William mit dem Platz 20 direkt. Voll, ja. Ich war auch guter Dinge, also in die Saison reinzukommen, war ich so, okay, ich kann das, ich mache Ja. das. Also ich habe mich jetzt natürlich ganz vorne gesehen, muss ich ehrlich zugeben, aber schon so ein Top 30 Fahrer. Ja. Und hatte ich ja dann auch gezeigt in Fort William. Und danach war dann Polen, dann ging es dann schlecht. Dann habe ich mich nicht mal qualifiziert. Da war ich so 61. oder so, knapp verpasst, wo ich so ein bisschen Schlag in die Fresse gekriegt habe. Okay, also hast Hat du dann dich gut wehgetan, gefühlt, aber oder? Also hast du keinen Fehler gemacht oder so? ja, ich habe auch ehrlich gesagt so ein bisschen gestruggelt, mental bisschen also risikobereit zu sein. Ja, ich habe mir irgendwie da in meinen Kopf hat eingefahren, dass ich so immer so ein bisschen Schiss hatte, mich zu verletzen. Vielleicht, weil ich halt von Andorra letztes Jahr und im 2022 in der ersten Juniorensaison hatte ich mich ja auch in Andorra verletzt. Keine Ahnung, irgendwie vielleicht kam das dadurch, weiß ich nicht. Genau, dann war Polen schlecht, dann kam Leogang, dann war es eigentlich gut, weil ich mich dann im Semifinale als Elfter qualifiziert habe. Bester Deutscher auch, ne? Da war ich richtig stoked, also wirklich. Und dann am nächsten Tag im Finale Handgelenk gebrochen, ne? Wieder. Dasselbe auch. Genau, ja. So lief die Saison dann Ja. immer. Aber ja, wie gesagt, viel gelernt. Danach hast du, also nach der Verletzung hast du dann 2 Rennen verpasst, ne? Und dann bist noch mal 2 mitgefahren. Ja. Wie ging das so? Da bist du, also hast du dich dann wieder gut gefühlt oder hast du die Verletzung noch arg gemerkt? Was war das erste Rennen, wo ich wieder zurückkam? Ich glaube in Chambéry war ich die Europameisterschaft mitgefahren. Stimmt. Das habe ich halt so ein bisschen als Reinkommrennen gesehen. Ja. Oh, Lief auch gut. hartes Ding. Ja, safe, Alter. Die Strecke ist schon ist so steil und so Ja. schnell. Fuck. Lief gut, ich war happy damit. Keine besondere Platzierung, aber war okay, ich war zufrieden. Und danach in Andorra, und das ist halt so nicht meine Lieblingsstrecke, ne? Ja, weil verstehe halt ich. die Jahre davor immer da ein paar Sachen passiert sind. Also dann lief aber Andorra gut. Ich war auch richtig zufrieden eigentlich damit, auch mit meinem Lauf und wie ich generell die Woche absolviert habe. Und dann kam ja noch Monster an und so, Ja. und das ist halt schon heftig. War schon Fitnessmäßig heftig. dann Ja, genau. Ich war dann auch nicht, ich war auch nicht so fit. Okay. Auch nicht, also ich hatte dann auch Probleme mit dem Armpump sehr extrem, wo ich so überall versucht habe, die Hände aufzumachen, wo es Ja, ging. okay. Ne? Aber war okay. War okay. Also ich war eigentlich zufrieden dann noch dafür, dass ich mich da verletzt habe. Ja, Vom Pace her. cool. Und hast ja schon gesagt, du hast quasi viel mitgenommen an Auf jeden Fall, ja. Learnings aus der Ja, ersten ja, Saison. ja. Cool, ja genau, jetzt
Ich habe mir aufgeschrieben, du warst deine ganze Karriere über bist du Canyon gefahren, oder? Seitdem du ein relativ kleines Ja, Kind warst. tatsächlich, ja. Jetzt im Factory-Team neu dieses Jahr. Ja. War das ein Traum von dir? Safe. Ja, wirklich. Cool. Das ist schon sehr heftig und ich bin auch dankbar für die Möglichkeit. Ich bin mega happy mit der Marke, mit Canyon. Gar kein Interesse, irgendeinen anderen Hersteller zu fahren. Also wirklich Cool. sehr geil, sehr geil. Freut mich. Wann hast du es gewusst, dass du dieses Jahr ins Factory-Team kommst? In Monza an. Ah, cool. Ja, direkt Ja, nach dem mega. Rennen. Dann Mega. wurde gesagt. Hat der Armpump nicht mehr so wehgetan? Nee. Naja, das hat mir auf jeden Fall sehr viel Motivation gegeben. Also ich habe, wie gesagt, noch nie so hart trainiert. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt, mental und physisch. Mega Mal cool. gucken, was kommt. Ne? Ja. Und jetzt hast du ja schon, glaube ich, ein paar Trainingscamps gehabt mit dem neuen Team. Wie blickst du jetzt auf die Saison? Glaubst du also was bringt dir das jetzt quasi, in das größere Team zu wechseln? Allein mit Luca, Troy und den anderen einfach umgeben zu sein, ist schon so ein anderes Flair oder wie sagt man, weißt du? Motiviert so. Genau. Und du wirst so mitgezogen. Cool. Man merkt auch, es ist schon anders, also positiv, professionell. Ich finde es geil. Jeder macht so sein Ding, jeder fokussiert sich. Jeder will gut fahren, ist ja ein Einzelsport. Man wird so mitgezogen und ich glaube, das bringt mir viel. Ich kann auch viel noch lernen von den Zweien oder von allen. Ne? Nice, freut mich. Kommen wir endlich mal zu dem Rad, was hier so prominent hinter uns steht. Seit wann fährst du es schon? Seit Anfang Dezember. Ah ja, okay. Ja. Hast schon ein paar Laps drauf Ich gemacht? habe schon ein paar Tage drauf gemacht, ja. Geil. Und wie ist? Ja, läuft. Also läuft wirklich. Ist gut. Nice. Du müsstest wahrscheinlich alle Generationen vom Sender gefahren sein, oder? Ja, früher, Also, anfangs war ich ja auf dem Strive, wo es so noch so klein Ja. war. Dann hatten wir einen Talk gefahren mit einer Doppelbrückengabel Ja. und dann genau einen Sender. Und jetzt das hier. Und was merkst du, was ist der größte Unterschied zu deinem Racebike aus dem letzten Jahr? Ich finde einfach geil, wie das neue Bike stabil ist. Also wie der Hinterbau arbeitet, Ja. ist anders. Und es bringt Stabilität rein. Wenn es die Schläge kriegt, das macht sich lang und ist wie ein Zug, also auf Schienen. Okay. Ne? Cool. Finde ich geil. Hast du keine Probleme gehabt, dich umzustellen? Gar nicht, Alter. Es war sogar eine richtige Überraschung, weil am ersten Tag bin ich so gefahren, wie als hätte ich kein anderes Bike gehabt. Ja. Obwohl es ja schon ein anderes Bike ist, wie das alte deutlich. Sender. Ja. Deswegen. Cool. Passt. Mega, freut mich. Ja, neues Team, neues Bike. Was sind die Ziele jetzt für die Saison 2025 bei dir? Ja, gute Frage. Top-Ergebnis auf jeden Fall. Also ich sehe mich schon so von der Vorbereitung, ich fühle mich wie gesagt sehr gut. Eine Top 10 zu fahren ist schon so definitiv ein Ziel, wo ich mich auch sehe. Müssen wir mal gucken, was kommt. Und einfach konstant fahren, ne? Jetzt mal verletzungsfrei zu bleiben und konstant zu fahren und dann aufzubauen vielleicht auch. Cool. Und dann vorne dabei sein. Ja, auf jeden Fall. Und ein dritter DM-Titel, ist der auch auf dem Plan? Ja, safe. Klar. Nice. Aber weiß man noch gar nicht, wo es ist, das Rennen, oder? Nee, das ist schnell. Muss mal gucken. Ja. Ich habe letztens noch gefragt, aber Okay. Na, egal. ja. Den musst du. Easy. Cool, dann vielen Dank auf jeden Fall für das Interview. Und ich würde sagen, wir schnappen uns das Rad jetzt mal und gehen Genau. auf die Strecke. Ab geht's. Cool, alles klar. Ciao. Tschüss.